we just take a... Last night we explored the possibility of not having a translator. It's a different group of people. Does anyone here need a translation? Also letzte Nacht erkundeten wir die Möglichkeit, keinen Übersetzer zu haben, und das ist eine etwas andere Gruppierung heute. Die Frage ist, gibt es irgendjemanden, der eine Übersetzung benötigt? If you had to translate it, it meant so. Ja. Also ich würde mich auch nochmal bei dem Besetzer bedanken, also ganz besonders bedanken, weil es hilft mir auch nochmal, wenn ich das zweite Mal höre und auch in einer leicht veränderten Version. Ich würde gar nicht nur Mono sagen, als würde man Stereo sehen oder mit beiden Augen sehen oder mit beiden Ohren hören. Und das macht es wirklich tiefer, vielfältiger und bunter. Und deswegen, okay, I understand enough English to listen to you. But sometimes it's difficult with some words, and so it really helps es doppelt zu hören. Okay. Then I'm happy with that. Okay? Just one point. If there were no translator, I wouldn't say much more. I would say it differently. I would say it in a more idiomatic, fluent sort of way. With a translator, I contract what I'm going to say. So let's stay with the system. Sorry about that, Dharma. He was hoping to get off the hook. Okay, I will do my best to continue improving what he says. Yes. Ich bin wirklich bemüht, einfach das zu verbessern, was er sagt. Exactly. Very good. Okay. I'll just say one small thing before we open this up. Eine Kleinigkeit, bevor wir das für Gespräch öffnen. It might be helpful maybe this evening when we're at home and so forth and so on, just to imagine if you could see the world and yourselves in the way we've just described. What difference would that make? Es könnte also hilfreich sein, heute Abend, wenn du nach Hause kommst, einfach zu versuchen, einmal vorzustellen, wie wäre es, wenn du die Welt so siehst, wie wir es gerade beschrieben haben. Wie wäre das? These teachings are not just given for entertainment purposes, they are for a very specific function within this fourfold task. Diese Lehren sind nicht also für Unterhaltungszwecke gegeben, sondern mit einer sehr spezifischen Funktion innerhalb dieser vielfältigen Aufgabe. Frankly, I think if we saw the world in the way we've just described it, cognitively, affectively, aesthetically, that would already undermine our habitual reactive patterns of behavior. Also ganz offen gesagt, wenn es uns gelingen würde, die Welt in der eben beschriebenen Weise, kognitiv, affektiv, ästhetisch zu sehen, dann würde das schon die gewohnheitsmäßige Art, wie wir die Welt erfahren, untergraben. But exactly how that might be, I will explain either, depending on how much time we have, either later this afternoon or certainly tomorrow morning. Aber genau wie das der Fall wäre, würde ich versuchen, entweder später heute Nachmittag, kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben, zu beschreiben oder sonst morgen. So, anything that you would like to explore further, Michael? I think somewhere back this afternoon you said that the idea that concepts block our insight into reality is complete nuts. How I sympathize with that, but how do you explain to yourself that this idea is so prominent in Buddhism and is held by many masters who are regarded as very wise people? This is my first question. The second is you show a strong appreciation for Zen, the questioning part, but if my Zen training was anything authentic, I mean this very idea that concepts block
the way to see reality as it really is inherent concept of Zen. How do I marry that together? Can you ask that in German? Ja, also meine erste Frage war, Stephen hat gesagt, dass die Idee, dass Konzepte uns den Weg zur Erkenntnis der Wirklichkeit blockieren, ist völliger Unsinn. Und ich habe ihn gefragt, wie er sich erklärt, dass diese Idee so sehr verbreitet ist, auch gerade unter historischen Personen in der buddhistischen Tradition, die als sehr weise und als Linienhalter und so gelten. Und die zweite Frage war, dass Stephen ja die Zen-Tradition so sehr schätzt und gerade das Hinterfragen oder das Arbeiten mit dem Koan. Aber gerade in der Zen-Tradition ist es ja so, dass diese Idee also ganz im Vordergrund steht, dass man also jenseits von Konzepte gehen muss, um die Wirklichkeit zu sehen, wie sie wirklich ist und wie er das miteinander verbindet. Well, first of all, in the training I received as a Gelugpa monk, I was never taught that concepts somehow got in the way. Also zunächst einmal in der Schulung, die ich als Gelugpa-Mönch erhielt, wurde ich niemals gelehrt, dass Konzepte in irgendeiner Weise in den Weg treten würden. Certainly, the problem is not concepts. The problem is concepts that are, as it were, misrepresent reality, as it were, that distort what is going on. They're the problem, not concepts in general. Also das Problem sind nicht Konzepte ganz allgemein, sondern jene Konzepte, die die Realität in irgendeiner Weise verzerren. So in other words, if I have the concept that there's something permanent out there, that if I look for it hard enough I'll find it and I'll be happy forever, that concept obviously gets in the way. But to have the concept that there is nothing permanent in the world, which is a concept, that is very helpful. That's necessary. And I think... Okay. Also wenn ich das Konzept habe, dass die Welt beständig ist, dass es da irgendetwas gibt, was sich nicht verändert, dann ist das natürlich ein Konzept, eine Vorstellung, die den Weg versperrt. Wenn ich aber das Konzept oder die Vorstellung habe, dass die Dinge vergänglich sind oder unbeständig sind, dann ist das ein äußerst hilfreiches Konzept. So concepts clearly are, in fact, in the Tibetan tradition, and not only Gelugpa, but also in other Tibetan traditions, they're very critical of the Zen idea that you just have to empty the mind of concepts. That's quite widespread in the Tibetan traditions. Also in der tibetischen Überlieferung, das gilt nicht nur für die Gelugpa-Überlieferung, ist man sehr kritisch der Einstellung des Zen gegenüber, dass Konzepte im Weg stehen und blockieren. The other thing is, I think we talk about concepts, but it's actually very difficult to define exactly what a concept is. Ein anderer Punkt ist, wir reden hier von Konzepten oder Begriffen, aber es ist eigentlich sehr, sehr schwierig, klar zu definieren, was ein Konzept eigentlich ist. So we have the idea that a concept is a sort of like a little mental filter or something, and you have your pure mind here, you have reality out there, and then you have these filters that come in, and some of them are more or less helpful, some of them are not, and if you could clear them all away, then your pure mind would see reality as it is. Now that's, I think, just an extremely naive psychological theory. Also wir haben irgendwie diese Idee, dass es da die Konzepte gibt wie kleine Filter und manche sind vielleicht klarer oder eher hilfreich, andere nicht. Und da haben wir den reinen Geist dahinter und dort draußen die Realität. Und wenn es uns nur gelingen würde, die Konzepte zur Seite zu wischen, dann würden wir also sozusagen die Realität unmittelbar so sehen, wie sie ist. Und das halte ich für völlig naiv. Yeah, naive psychological theory. Eine naive psychologische Theorie. Okay, let me just give you an example to illustrate how complicated this is. Imagine that there's a piece of a Chinese character written on the wall there. Also, lass mir ein Beispiel geben und stell dir vor, dass es dort ein chinesisches Schriftzeichen an der Wand geschrieben gäbe. Now, those of us who have learned Chinese, or if there's a Chinese person in the room, they would immediately
recognize that character and they would see what it means. It would say, let's say, tree. Also diejenigen, die Chinesisch kennen, die chinesische Schrift gelernt haben, würden dieses Schriftzeichen unmittelbar erkennen und sofort wissen, ah ja, das steht für einen Baum. And but if you don't know Chinese, then it's just a pretty squiggle on the wall. Aber wenn du kein Chinesisch kennst, dann ist es einfach eine hübsche Krakelei an der Wand. So what's the difference? It seems that the Chinese person has developed a concept, a picture in the mind of what that means, and by means of that concept is able to read that picture. Also was ist der Unterschied? Es scheint, dass ein Chinese gewissermaßen ein Konzept im Geist entwickelt hat, durch das er in der Lage ist, zu erkennen, was da an der Wand steht, und so kann er lesen, was das bedeutet. Now, but experientially, when a Chinese person sees that figure, or when we read a book, it's exactly the same, it seems as though the meaning of the writing, or the character, comes off the page at us. We don't have to do any mental exercise to figure it out. Aber erlebnismäßig, egal ob ein Chinese Schriftzeichen sieht oder ob wir ein Buch lesen, erlebnismäßig scheint es so, als ob die Erfahrung oder die Bedeutung direkt aus dem Buch kommt, ohne jegliche geistige Anstrengung, die wir dazu irgendwie ausüben müssten. And we can extend that example to our consciousness in general. Und wir können dieses Beispiel ausdehnen auf Bewusstsein im Allgemeinen. I mean, when we look around, I look around the room, I recognize some faces, I know where people roughly are in relation to each other, I know that that's a door and that's a toilet and all of that seems self-evident. It's as though the mind sees this non-conceptually. Also wenn ich so durch den Raum schaue, dann sehe ich die Leute, ich sehe, wie sie verteilt sind, ich sehe, da ist die Toilette, da ist die Tür und so weiter. Und all das kommt, sehe ich unmittelbar, ohne sozusagen, dass der Geist sich dazu besonders anstrengen muss. And let's imagine I've been doing some really deep meditation and my mind is really still and quiet and clear. The same stuff still appears. Und selbst wenn ich also sehr tiefe Meditation übe und der Geist sehr still und klar ist, passiert es gleich. And I pick up the book and the meaning still jumps off the page. Und ich nehme ein Buch auf und die Bedeutung springt sozusagen von der Seite auf. I don't know if you know the work of Oliver Sacks, a book called An Anthropologist on Mars. Ich weiß nicht, ob ihr die Arbeit von Oliver Sacks kennt, ein Buch mit dem Titel Ein Anthropologe auf dem Mars. Was ist das in Deutsch so? It probably has a different title, but in any case, the point is, in that book there's a whole section on people who have been blind from birth, who then receive medical intervention, surgery, that enables them to see. In diesem Buch gibt es einen ganzen Teil über Menschen, die von Geburt an blind waren und dann durch einen chirurgischen Eingriff wieder sehen konnten, nicht wiedersehen konnten, sondern überhaupt sehen konnten. And then they receive surgery and they then are able to see again. Ja, und they're able to see. Ja, sie wurden dadurch fähig zu sehen. Okay, now from the naive psychological theory, and you can see this in a Hollywood soap opera with the music, all the violins, the bandages come off and kapow, oh Mary, you're so beautiful, or whatever it might be. Right? That's the psychological naive theory, that suddenly you see things as they are with your pure mind. Also die naive psychologische Theorie würde nahelegen, dass, man kann sich das so in einem Hollywood-Film vorstellen, dass die Bandage abgenommen wird und oh Marie, du siehst so wunderbar aus und all diese wunderbaren Geschichten, das ist die naive psychologische Theorie. In reality, it is total chaos. They don't know what the hell is going on. It's just bewildering shapes and colours. Can't make any sense of it at all. In Wirklichkeit dagegen ist es ein völliges Chaos, total verwirrend, einfach nur Schatten, Formen und so weiter, aber völlig verwirrend und überhaupt keine Klarheit, was da vor sich geht. And if you're an adult at that time, it's almost impossible to, however much you are explained what's going on and you learn and you do exercises, you never get to see things in the way that a person who has been sighted from birth is able to see them.
Und wärst du zum Zeitpunkt einer solchen Operation erwachsen, dann würdest du niemals lernen können, die Dinge so zu sehen, wie ein Mensch, der von Geburt an sehen konnte, lernt, die Dinge zu sehen. So to me what this illustrates is that what we call roughly concepts, in other words, things that make the world intelligible, are built into the very deep structure of our perceptual apparatus and are not things that we can choose to have or not have at that level. Also was das für mich bedeutet, ist, dass Konzepte etwas sind, was ganz tief in den psychologisch-physiologischen Apparat unserer Wahrnehmung gewissermaßen eingebaut ist und nicht etwas, was wir einfach haben oder nicht haben können. So they constitute what in Buddhist technical language is called sanya, which means usually translated as perception. So perception is that capacity we have to recognize what's happening and for the world to be intelligible for us. Sie machen also das aus, was man in der buddhistischen Theorie Sanya nennt, was gewöhnlich als Wahrnehmung oder Erkennen übersetzt wird, und was die Funktion hat, das, was die Welt ist, für uns gewissermaßen verständlich zu machen. So clearly there is a degree to which a conceptual learning, cultural conditioning is embedded in the very structures of our perception and sense of who we are in the world. It's embedded. Also unser kulturelles und soziales Lernen ist zu tief eingebettet in die psychologische Struktur dessen, was wir sind, wie wir in der Welt sind. So what does it mean then if a Zen master says you need to free the mind of concepts? What does that mean for a start? Also was heißt es dann, wenn ein Zen-Meister vielleicht sagt, du musst den Geist von Konzepten befreien? Was heißt es überhaupt? Yeah. Ja, ich habe ein etwas anderes Beispiel. Meine Frau ist Zeichenlehrerin und wenn sie anfängt, dann gibt sie einer Klasse Fotos von Menschen, die sie abzeichnen sollen. Und die Zeichnung gelingt meistens nicht, weil die Leute nicht richtig hingucken, sondern ein Konzept von Nase im Kopf haben und das malen und ein Konzept von Augen im Kopf haben. Die andere Hälfte der Klasse muss das Foto umdrehen, auf den Kopf stellen und abmalen. Und erstaunlicherweise malen die viel besser und realitätsgenauer, weil sie sich nicht an ihr Konzept festhalten können. Das heißt, es ist ein Weg, sozusagen einen Anfängergeist durch einen Trick zu erzeugen und nicht an den Konzepten festzuhalten. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man sagt, macht den Geist frei von Konzepten, wie auch immer, um die Wahrheit oder die Realität zu sehen. Yeah, that's an interesting example, but I don't think it really changes much because it's. I think we would. I mean, I'm not an expert in this, so I cannot explain it. But nonetheless, whether you hold the picture right side up or upside down, you're still basically configuring the same thing. I think probably the people for whom it's upside down are not inhibited by their conceptual image of what the thing should look like. They're just drawing the shape, and that's probably easier. That would be my guess. But in either case, the person is perceiving the same data and they are being organized effectively in the same way. Well, your guess is not quite right. I did the same exercise. You did the same exercise. I know the exercise, I've done it, and it's amazing. And you take pictures where you really, like a Rembrandt image, where you have lots of shadings and things, and when you put it upside down, you really can't see what it is in any one moment, what you're actually drawing. So you really have to look and just follow your look and try to recreate what you perceive in the moment there with a line, without knowing what you're drawing. Yeah, that's kind of what I suggested, I think, wasn't it? Well, you can't guess, what you're drawing. You're just drawing. You don't know you're drawing the nose of a person or something. It's beyond the concept of nose. Beyond the concept of nose. Okay. Those who don't understand English. All right.
This is all very interesting, but I think it's going a little bit off topic. Can I come back? Can you want to summarize that? Does everybody follow that? Or Yes. yeah, we don't need translation. Can I go back to your question, Mikhail? I mean, these are good counterexamples, but the point is, I don't think it's at all clear what is meant when they say without concepts. I don't think that's clear. The only way I can make sense of it is to be free of those concepts that actually stand in the way of our understanding ourselves more clearly. Also ich denke, das sind alles gute Beispiele, aber ich glaube, sie helfen nicht, die Frage zu klären, was Begriffe, was Konzepte überhaupt sind, sondern sie weisen nur darauf hin, dass in den Übungen diejenigen Konzepte sozusagen, die uns dazu veranlassen, so oder so abzuzeichnen, dass wir die beiseite legen können. And personally, I've never found those sorts of teachings remotely helpful. Und persönlich habe ich diese Arten von Belehrung oder Lehren niemals auch nur entfernt hilfreich gefunden. And my own Zen teacher in Korea, he never used this idea of freeing the mind of concepts. Und mein eigener Lehrer in Korea benutzte niemals diese Idee, den Geist von Konzepten zu befreien. So I don't know what the I suspect there is something to it, but I don't understand what it is. And I can't make sense of it. Also ich weiß es nicht. Ich vermute zwar, dass irgendwas an dieser Idee dran ist, aber ich weiß nicht, was das ist. Ich verstehe das nicht. And finally, the very concept of a concept does not emerge in Buddhism until sometime after the Buddha. There is no term in the suttas for concept. Und letztlich, also der Begriff selber des Konzepts oder das Konzept eines Konzepts ist in den buddhistischen Schriften erst nach dem Buddha zu finden, aber zur Zeit des Buddha oder in den Schriften, die auf den Buddha zurückgehen, findet man das nicht. And what I think is interesting about that is that the Buddha, in his own teaching, never had to use the word conceptual or non-conceptual to explain what it is that he was talking about. And that for me is significant. Und was das zeigt, ist, dass der Buddha in seinen eigenen Lehren offenbar niemals es nötig hatte, den Begriff konzeptuell oder nicht konzeptuell, begrifflich, nicht begrifflich zu benutzen. Es war überflüssig. So my sense is that this language of conceptual and non-conceptual occurs when Buddhism had developed basically epistemologies. Also meine Vermutung ist, dass dieses Konzept von Konzepten erst aufkommt zu dem Zeitpunkt, da der Buddhismus Erkenntnistheorien entwickelt hat. But I would nonetheless very much stand by what I said, namely that when you become learned or knowledgeable in a particular field by acquiring concepts and ideas and so on and so forth, this does not diminish your sensory experience, it enriches your sensory experience. Not just conceptual knowledge, but the world is transformed. Aber ich würde nach wie vor zu der Meinung stehen, die ich vorher geäußert habe. Wenn du also in irgendeiner Weise gelehrt oder erfahren wirst in einem bestimmten Gebiet und das auch entsprechend konzeptualisierst, dann verringert die Konzeptualisierung in keiner Weise die sinnliche Erfahrung, den sinnlichen Reichtum deines Umgangs mit dem jeweiligen Material. Yes, this gentleman there. There is a part of the suttas which some of my teachers interpret as dealing with concepts. And this is when the Buddha was talking to Bahia and saying something which I don't know if I say it now correctly, referring to the seeing. The seeing, there's just the seeing and the hearing. That's right. So I would like to know how you interpret this passage. Well, I would... Okay, auf Deutsch Es bitte. gibt eine Passage in den Sutren, wo der Buddha zu einem Asketen namens Bahia sagt, im Sehen belass es einfach nur beim Sehen, im Hören belass es nur beim Hören. Und diese Passage habe ich oft von meinen Lehrern
gedeutet gehört als ein Hinweis auf Konzepte und auf das Fallenlassen von Konzepten. Yeah, no, I think this is a wonderful passage. I also use it in my own work. Ich denke, das ist ein wunderbarer Abschnitt, den ich auch in meiner eigenen Arbeit benutze. And it clearly goes back to a very early period in the Buddhist teaching. Und er geht ganz offensichtlich zurück zu eine sehr frühe Periode des buddhistischen Lehrens. But if we interpret it in the language that would have been available at the time of the suttas, wenn wir ihn aber diese Passage interpretieren würden in der Sprache, die zur Zeit, wie dieses Sutta gelehrt wurde, verfügbar war, then I would understand it as meaning in the seeing there is just the seeing, not your desire for what you see or your dislike of what you see. It's more an absence of a kind of emotional, selfish reactivity concerning wanting and not wanting. That's what's gone. Und dann würde ich also diese Passage so interpretieren, dass etwa, wenn es heißt, im Sehen ist nur das Sehen, das bedeutet, im Sehen ist nicht die Reaktivität, das Begehren, das Verlangen und so weiter, das entsteht, sondern einfach das Sehen ohne weitere Verwicklung. And that's what we'll go on to tomorrow, because this is the second task, as it were, is to let go of reactivity. Und dazu werden wir morgen weitergehen, denn dies ist genau die zweite Aufgabe, das Loslassen von Reaktivität. So this is more to do with wanting, not wanting, and also just, basically thinking of it in terms of me and mine. Also das hat mehr zu tun mit Wünschen und Nichtwünschen und grundlegend auch mit dem Verhalten zu mich und meinem. Now you could explain that, as Buddhist teachers might, very helpfully explain it, as meaning that wanting and not wanting means that this requires that you have a certain concept of what it would be if I could get it or whatever. But that to me seems one step removed from the primacy of the actual experience. Also man könnte das so erklären und das kann durchaus sehr hilfreich sein, wie manche buddhistische Lehrer das tun, dass also dieses Deuten der Nichtreaktivität des Wünschens, dass Wünsche voraussetzen würden, dass man gewisse Konzepte hat und dass man die, insofern es eine Lehre des Loslassens von Konzepten sei, aber das geht weit über die Sprache zu der Zeit hinaus. Perhaps, now I'm thinking about it, perhaps the word that might come close to conceptuality would be papancha. Möglicherweise wird das Wort, was nahe kommt zur Konzeptualisierung oder der Begrifflichung, das Wort papancha sein. But again, experientially, papancha is something like an uncontrollable proliferation of thoughts and stories and monologue. That's papancha in the felt sense. It's the unstoppable chatter of the mind. Aber erfahrungsmäßig ist Papancha gewissermaßen ein nicht stoppbares Ausufern der Konzeptualisierung. Das ist es, wie es sich anfühlt, als dieses Verwickeln, Ausufern von Verbegrifflichung. Yeah. So to me the language of conceptuality is very abstract. It's not dynamic and immediate, as you find in these early texts. Die Sprache von Konzepten oder Begrifflichkeiten ist sehr abstraktes und es ist nicht so unmittelbar wie das, was man in den frühen Schriften findet. Die Überzeugung von einer Realität oder einer Wirklichkeit, die es zu erkennen gibt und so weiter, also Begriffe, die jetzt gefallen sind hier und die wir sehr gerne benutzen, vielleicht auch etwas leichtfertig. Und mich erinnert das eher an einen Mythos von einer Realität. Ich möchte dann nur zu dem jetzigen Standpunkt in der Quantenforschung erwähnen, wo nur noch von Wahrscheinlichkeit gesprochen wird. Probability. Also in der Quantenforschung kann man nicht mehr von einer Realität sprechen. Das ist vorbei. Und man kann es auch nicht rückgängig machen. Es wird auch, was aber als nächstes kommt, ist unbekannt. Und ich höre sehr oft in buddhistischen Kreisen und auch von Lehrern eben,
die davon sprechen, die Wirklichkeit zu erkennen. Kann es nicht sein, dass es viele Wirklichkeiten gibt? Yeah, I understand this. I think this whole business about Wirklichkeit is missing the point. Ich denke, diese ganze Beschäftigung, das ganze Interesse an Wirklichkeit verfehlt gewissermaßen das Thema. You see, I think that this is what I was trying to say this morning, that traditionally Buddhism seems to be saying that the enlightened person is the one who has gained some privileged, non-conceptual insight into reality, to Wirklichkeit. Also das, was ich heute Morgen zu sagen versuchte, ist, dass die buddhistische Tradition anscheinend so etwas sagt, wie dass eine erwachte Person einen privilegierten Zugang zur Einsicht in Wirklichkeit gefunden hat. Frankly, I don't think the Buddha was remotely interested in Wirklichkeit. Offen gestanden bin ich der Überzeugung, dass der Buddha nicht im geringsten an Wirklichkeit oder Einsicht in Wirklichkeit interessiert war. He was interested in dukkha and how we come to terms with it. Er war an Dukkha interessiert und daran, wie wir mit Dukkha klarkommen. And that, I think, that is what his Dharma is about. Und das ist es, worum es in seinem Dharma geht. And I feel that there's many passages in the early text that show that he has no interest whatsoever in metaphysical questions. Und es gibt viele Abschnitte in den frühen Texten, die zeigen, dass er nicht das geringste Interesse an metaphysischen Fragen hat. Now, this is not to say that these questions are not legitimate in some other discourse. Of course they are. And in the sciences, in quantum theory, this is all fascinating. But I don't think it's got anything to do with the Dharma. Und das heißt nicht, dass diese Fragen nicht in anderen Diskursen sehr von Bedeutung sind und interessant sind, egal ob in Wissenschaft, Quantentheorie und so weiter, aber es hat nichts mit dem Dharma zu tun. Well, what I think happened in Buddhism, and again this is a theory, is that at a certain point Buddhism took a metaphysical turn. Und was ich glaube, was im Buddhismus passiert, und das ist eine Theorie, ist zu einem bestimmten Zeitpunkt der Buddhismus gewissermaßen eine metaphysische Wende machte. And then you get the privileging of the word truth and reality and etc., which we touched on already this morning. Und von da an bekommt man erhält man die Privilegierung von Wahrheit und so weiter, die Punkte, die wir heute Morgen angesprochen haben. But in my understanding, and again I think I can back this up to some degree, is that Buddhism is actually more like, it's closer to the Western pragmatic tradition. Aber ich würde sagen, in meinem Verständnis, und ich glaube, dass ich das bis zu einem gewissen Grade auch durch buddhistische Schriften begründen oder belegen kann, ist der Buddhismus eher an der, nahe bei der westlichen pragmatischen Philosophie als wenn. Yeah, it's closer to that. So for me the Dharma is a pragmatic therapeutic ethics. Für mich ist der Dharma eine pragmatische therapeutische Ethik. And we don't need anything else. That's enough. If I can live my life according to those precepts and teachings and practices, that's more than enough. Mehr als das brauchen wir nicht. Wenn es mir gelingt, mein Leben nach diesen Vorsätzen und Praktiken und ethischen Übungen zu leben, dann ist das mehr als genug. And the Buddha points out really that to pursue some of these sorts of metaphysical questions, it's very tempting, it's very seductive, but he suspects that it will go on forever. Und der Buddha stellt auch dar, dass es eine sehr starke Versuchung und sehr verführerisch ist, diesen metaphysischen Fragen nachzugehen, aber das kann man für alle Zeiten tun. And it's a convenient excuse to not get down to the much more difficult business of fully understanding dukkha, letting go of craving, and then living a life that's not determined by those reactive patterns. Und es ist eine bequeme Entschuldigung dafür, nicht auf das unbequeme